Mal gucken, was noch so kommt, in was für Abständen, was war noch so alles. Es ist ja jetzt halt keine Roadmap in dem Sinne, wo man sieht, okay, welche Aspekte, was kommt jetzt alles zum Spiel, wie wir es letztes Mal hatten. Beim Herbst-Update 2022, da hatte man eine Übersicht von allem, was kommt. Hier konnte man es jetzt bisher eher so aus den Texten so ein bisschen rauslesen, was wohl kommen wird. So, ja, davon auszugehen ist natürlich die Level-Erweiterung dann. Und der Levelbereich halt mit der Map. Also kaum abwarten, bis das Update dann endlich 2025 released wird. Ja. Also man kann halt jedenfalls die Zeit jetzt schon absehen. Man weiß, dass da was kommt. Ne? Also es ist nicht mehr lange. Wahrscheinlich nur noch 1-2 Jahre. Level 140 erreicht. Auf jeden Fall, wenn man auf Main Server 140 leveln muss, ey, das ist echt. Wenn man jetzt FWC hatte, schon ein Ding. Am Ende wurde Totem HP geändert. Neues Update. Yay! Wird man sehen, ob sich das auf diesen Bereich denn beschränkt oder ob man noch andere Neuerungen hat, so allgemeine Neuerungen. Zum Beispiel beim letzten Update mit dem PK-System war, was komplett überarbeitet wurde, was ja immer eigentlich noch nicht fertig ist. Aber sowas auch bei dem Update sehen können. Einmal haben sie auch an der Grafik wieder ein bisschen was umgeschraubt und geändert. Zum Beispiel diese Lichteffekte. Ob man das dann auch so allgemein in der Map denn oder auf Madrigal ein bisschen mehr denn sehen kann. Ob da noch mehr dazu kommt. Ob sie eine komplette Death Note noch schreiben zu grafischen Änderungen. We will see. Wir werden sehen. Max, der Englischprofi. Und das bisschen, sag ich mal, was sie so zeigen vom Update, ist eigentlich nur recycelter Content. Also theoretisch ja halt Coral Island bisschen aufgehübscht. Tramnook wirkt 1:1 gleich. Also das haben sie zwar schön umschrieben, aber eigentlich ist es einfach nur Tramnook von Flive PC, so wie es beschrieben ist. Und dann kann man zwischen den Zeilen vielleicht noch Weapon Upgrade rauslesen, also Ultimate Weapon, dass das kommt. Gut, dass das jetzt nicht für Hype sorgt, sollte klar sein, weil das ist einfach nur Cash Grab in die nächste Stufe. Naja, und dann halt noch neue Lichteffekte, also grafisch kann man da vielleicht von 1-2 Enhancements ausgehen weiterhin, dank unserem Death Frosty. Wahrscheinlich so der einzige ist, der super geile Arbeit leistet, die nichts mit Pay to Win zu tun hat. Ja, Hype kommt jetzt da nicht, also bei mir jetzt damit auch nicht aus. Es ist interessant jetzt zu verfolgen, was jetzt wohl vielleicht so alles kommen könnte dann irgendwann, wenn es dann kommt. Aber ja, wird man sehen. Ich habe hier erstmal zu tun mit meinen Nightmare Dungeon Runs. Oder vielleicht fürs Update, für die Luzaka-Waffen. Je nachdem, wie gut man sie farmen kann, dann gleich meine A-Karten parat habe. Das wird erstmal das Ziel sein, auf jeden Fall mindestens 10 A-Karten, also diese Boxen halt parat zu haben. Und vorher braucht für mich persönlich, also mein Point of View halt, das nicht kommen. Dann habe ich sowieso zu tun. Aber es haben wirklich diese Luzaka-Sachen, genau, es sind Luzaka-Waffen dann. Sehr wahrscheinlich, also meine steht zwar jetzt nicht 1:1 da drin, aber theoretisch ja. Macht es überhaupt Sinn, seine FWC-Waffen zu ultimaten? Nee, das wahrscheinlich nicht. Also, es ist natürlich die Frage, wie sieht das Ultimate-System dann aus? Musst du das wieder mit Dias, S-Protect Super und Shining Power Dices dann erstmal umwandeln? Das hat der Average schon mal 100 Tries gebraucht. Also brauchtest du schon mal 100 S-Protect Super, 100 Dias, 100 Shining PD4. In dem Fall. Es ist natürlich die Frage, wie die Annahme ist halt jetzt 100%ig recycelt einfach von Flive PC, wovon ja stark auszugehen ist. Hallo. Ja, dann weiß ich nicht so bedingt. Also es hat halt teilweise Sinn gemacht, Waffen zu ultimaten, weil damals ja die Effekte auch noch anders waren, weil ein Bloody Knuckle halt
AP-Rate gegeben hat und Luzaka-Waffen, Ancient-Waffen haben dann halt One-on-One-Effekte gegeben oder sowas. Dadurch hast du halt bestimmte Waffen geultimated, weil du sie für PvP oder so halt denn gebraucht hast. Das hat sich natürlich später dann negiert, weil irgendwann die Effekte einfach 1:1 angepasst wurden und alle gleich waren. Und naja, da hast halt einen Angel Knuckle oder einen Bloody Knuckle, brauchtest du nicht ultimaten, weil es halt Quatsch war, weil jede andere Waffe, die du als Ultimate schon gedroppt hast, wie Luzaka oder Ancient oder so, hat halt einfach bessere Effekte gehabt. Daher wird man sehen, wie das Ganze umgesetzt wird, ob man Bloody Waffen, AG Waffen, ob man die ultimated aktiv oder nicht. Das ist jetzt natürlich erstmal schwer sagen. Wenn du Ulti machen würdest, wären sie SL und das wäre nicht gut. Ja, natürlich bei den FWC-Waffen sind die SL und wäre jetzt nicht so gut. Pit GZ auf jeden Fall. Hoffe, hast du einen guten Drop bekommen. Morgen, was schätzt du, wie hoch das Maximallevel nach dem Upgrade, nach dem Update sein wird? Ich persönlich würde 160 schätzen, 150 wäre so ein Ticken zu wenig, würde ich sagen. Nur 10 Level in Anführungszeichen. Außer sie erinnern noch irgendwas mit dem Master Hero System, dass das Hero System irgendwie noch mit reinkommt. Und das irgendwie necessary sein wird, das zu machen. Obwohl es ja eigentlich nicht der Grundgedanke von dem ganzen System war, dass es Pflicht wird. Wäre irgendwie so ein bisschen mies dann im Nachhinein das irgendwie zur Pflicht zu machen. Dass du ab 140, sag ich mal, Master gemacht haben musst, um dann Hero zu machen, um weiter zu leveln auf Richtung 150. Ja. Also ich persönlich würde jetzt schätzen, dass 160 das Maximallevel wird. Der Wahrsager Max, ja. Wieso ist die Map klein? Sie ist doch größer als Asra mit dem Unterwassersystem. Ja, die Frage ist, wie viel ist davon wirklich am Ende benutzbar, weil vieles sieht auch einfach nach Gebirge aus, was du nicht aktiv betreten kannst. Finde ich. Also gerade bei dem ganzen Strandthema und sowas ist, glaube ich, vieles einfach nur Gebirge. Wo du deine Gänge durch hast und sowas. Das ist jetzt die Frage, wie viel davon am Ende wirklich alles begehbar ist. Ja, und wie viele Monstergruppen du hast und die Distanz bei den Monstergruppen ist, wenn sie das so machen wie bei Asra und den Mammuts, dass zwischen den einzelnen Mammuts dann 2 Level Unterschiede sind, dann könnte es theoretisch sogar bis 170 gehen. Ist ja die Frage, wie das dann da so am Ende dann wirklich ist. Vieles sieht aber erstmal so nach auch einfach nur Gebirge und sowas aus, wo du nicht wirklich laufen kannst. Und du hast halt nur deine schmalen Gänge und sowas. Auch wenn die Map insgesamt relativ groß ist, sieht sie so aus, von der Größe her wie Darkon 1, 2 so zusammen. Also nicht Darkon 1, 2, 3, sondern Darkon 1 und 2. So, oder vielleicht auch nur Darkon 1. Darkon 1 geht von Level 50 bis Level 70 ungefähr, also auch so um die 20 Level rum. Sehen. Rein theoretisch, wenn sie die Abstände so machen wie bei den Mammuts von den Level, dann könnte das eigentlich genug Level Content bieten, um von Level 140 auf 170 zu leveln. Ich habe mir gerade ein Video angeschaut von dem Wilds Dungeon. Das wird ja easy, die Waffen zu farmen, wenn es so kommt. Wenn es so kommt, dann sind bestimmte Klassen wie Ranger und Jester da top-notch auf jeden Fall für. Auch Psykeeper da ganz gut benutzen. Ich revive die draußen. Ranger ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Mal gucken. Ich meine, ich habe ja meinen 140er Jester. Also wenn das wirklich so einfach abusbar ist, der Dungeon mit Dark Illu, dann ist das natürlich
Die Frage ist, wenn der jetzt so wie die Bosse hier haben, so 200 Mio plus, dann have fun, das runter zu hoppen. Den wird man sehen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass er halt so Bedingungen reinmachen wie töte erstmal 60 Monster, dann erscheint der erste Totem, töte nochmal 40 Monster, dann erscheint der nächste Totem oder so. Könnte ja sein. So, ich mache mir einen frischen Kaffee und dann können wir gleich hier rein in die nächste Runde. Eigentlich Zollfragment C, aber das habe ich jetzt keinen Bock extra abzuholen. 2 Runs noch, dann habe ich meine erste A-Card. Ja, wahrscheinlich wird es auch so werden. Denke mal schon. Also ich meine, es wird denen ja bewusst sein, dass man Tramnuk so relativ einfach farmen konnte. Zumal halt damals Tramnuk ja auch ein 80er-Dungeon war. Dadurch der Boss ja auch relativ wenig HP hatte, was du halt dann einfach runterhoppen konntest. Wenn es jetzt über dem allen ist, jetzt zwar quasi 150, 160er Boss ist, dann wird er halt wahrscheinlich nicht gerade nur 5 Mio HP haben, sondern wahrscheinlich eher 300 Millionen oder sowas. Also wahrscheinlich mehr als Red Meteonica, mehr als die Hard Nightmare Dungeon Bosse und sowas. Wird man sehen. Können wir gleich weiter diskutieren über das Update. Wir gehen jetzt erstmal rein in die Kaffeemaschine. Hoffentlich wird das ein 80er Dungeon. Hab mir auf FWC ein 80er Ranger gemacht mit plus 18, plus 8. Nein, das ist sehr sicher nicht. Ist King Khan haut dich um wie nix, da wirst du gucken. Nee, das wird kein, auf gar keinen Fall wird das ein 80er Dungeon werden. Da gebe ich euch Briefe und Siegel drauf. Es gibt einen neuen Season-Server. Nicht dieses Jahr, nicht mit dem Update. Ich denke mal nächstes Jahr bestimmt. Wieder, dass über im Sommer so ein Season-Server da ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, aber jetzt ja nicht zeitnah. Hoffentlich kommt irgendwann ein neuer FWC-Server, aber bestimmt frühestens Mitte nächsten Jahres erst. Genau, also ich würde auch damit vielleicht im April nächsten Jahres frühestens rechnen. Meine am Ende weiß ich es natürlich nicht, ist jetzt einfach nur meine Prediction so. Ich muss mir Pet Food erstmal kaufen gehen. Wie es aussieht. All of Return. Kehre ich hier einfach zurück. Dann. Waschnafler, wir müssen was holen. Hab eben erst das Announcement angesehen, wo steht jetzt das von Ultimate Weapons. Steht Announcement. Oh, hallo. Oh, Hallöchen. Discover what secrets Coral Islands hide in its murky waters and uncover the strange of ultimate power. Das ist eine Interpretation. Ja, man soll in den mümpfigen Wasser, ja, soll man auf jeden Fall die Stärke von ultimativer Power entdecken. Ich finde es toll, dass sie den Dungeon Copy-Paste gemacht haben. Ja, der ist wirklich Copy-Paste. Strange, Ultimate Power. Ja, der Dungeon ist wirklich Copy-Paste. Also das ist 1:1, das ist einfach, das ist The Wilds. Da ist nichts verändert. Totem 1, 2, 3. Hier war, glaube ich, hier in dem Bereich. Und dann Beast. Also weiß nicht, ob andere Mechanics dann mit drin sind, wie wir hier von den Dungeon dann kennen, wie töte 20 Monster, dann erscheint der Totem. Vielleicht machen sie ja sogar dadurch die Totems Element sind, dass du mit verschiedenen Elementen angreifen musst oder sowas. Dann würden sie automatisch entweder Cacher dazu zwingen, immer die Waffen vom Element umzumodeln, beziehungsweise dass du viele verschiedene Elemente da haben musst, oder dass du halt verschiedene Spieler brauchst, die Elemente drauf haben oder sowas, aber das ist jetzt so weit guess. Naja, da würde ich jetzt auch nicht so viel rein interpretieren. Ja, es ist eine Annahme. Erstmal Ultimate Power, dass du das einfach so gezielt erwähnen. Zweitens, du hast das System ja drinne. Also Shining Power Dices zum Upgraden hast du ja drin das System quasi schon Shining Power Dice zu erstellen. Dafür hast du jetzt eigentlich nur dass du halt einzigartige Waffen damit erstellen kannst.
Des Weiteren würde es Sinn machen, das so reinzubringen wie auf Live PC, weil Power Dice einfach nichts wert sind. Dadurch würdest du denen wieder Wert geben und du hättest automatisch einen Sync von Power Dices. Die gibt es ja jetzt einfach nur einen Überfluss, auch durch die Bots und so. In diesen Aspekten wäre es für mich so, es macht Sinn, eventuell das Ultimate-System reinzubringen. Auch wenn man natürlich sagen muss, an der Hand, so wie es auf Live PC war, es ist ultimativer Cash Grab, es ist sozusagen wie Schmuck plus 20 upgraden dann. Ja, wird man sehen. Morgen so am gleichen Tag die Antwort bekommen wegen Servertransfer, die können meine Chars nicht mehr ziehen vom FWC Server. I guess ich warte auf das nächste Fresh Server. Ich bin da vorhin. Achso. Ja. Auf jeden Fall mein Beileid, ist natürlich schade, denn um den Verlust von den FWC Characters. Bin da vorher nochmal durchgelaufen, sieht gleich aus, nur Coral Island sieht anders aus. Ja, Coral Island ist auf jeden Fall umgemodet, groß, ja. Ich dachte, für Fly PC gab es ein Update. Du kannst zweimal unterschiedliche Elemente auf die Waffe upgraden. Das wäre ja ein Ding, ja. Laut technisch wäre es auf jeden Fall krass, wie die aussehen würden. Ops muss man geben, dass sie optisch gut designen können. Achso, finde ich sehr schön. Ja, ist es auch. Und ich denke mal, Coral Island wird auch als Rework sehr schön aussehen. Das Ding ist aber halt, ja, da steckt auch wahrscheinlich eine Menge Arbeit drin, aber dann halt, dass es so an sich gereworked ist, okay, aber dann hast du halt trotzdem noch die gleichen Monster-Assets, die gleichen Monster-Sounds und sowas alles. Und die Atmosphäre ist ja dann irgendwo ja auch halt ähnlich so, ne? Kann man ja auch machen, aber am Ende ist es halt, war Askja dann recycelt, ist Coral Island dann recycelt, Volcano Dungeon, so war ja auch Volcano Dungeon, so ist auch recycelt, sieht auch gut aus und sowas, aber es ist halt alles immer recycelt, so, ne? Wahrscheinlich die Waffen werden recycelt sein, die wir dann von Amnuk bekommen, werden dann halt wahrscheinlich die Lusaka Crystal, gehe ich mal davon aus, vielleicht ist es auch normal Lusaka. Jetzt mal aber eher Crystal. Oder man bekommt beides. Vielleicht kriegt man die normale Version als Drop und wenn man sie zur Ultimate-Waffe macht, wird es zu Lusaka Crystal. Keine Ahnung. Wäre ja ein Ding. So, imagine, wenn du Ultimate-Waffe machst. Also, wir können noch Pet holen. Wenn du Ultimate Weapon machst, ändert sich das Aussehen. Dass du dann vielleicht noch so separate Skins hast für Guardian, Historik, Angel, LG, Bloody, WC vielleicht. Ganz ehrlich, Coral Island ist so unbekannt, die Mobs von dort kennen halt fast keiner, wenn man da nie ist. Ich kenne alle Mobs auswendig. Ja, echt, ja. Meine auswendig beim Namen kenne ich auch nicht alle, aber das war für mich eigentlich gar nicht umgehbar. Ab Level 30 bist du nach, sagen wir mal, 35 bis nach Coral Island gegangen, bis Level 65. Dann bist du nach Askja gegangen. Also das war über Jahre halt mein ganz normaler Werdegang. Ist halt nur immer schade, dass währenddessen sie an so großen Updates arbeiten, dass das normale Update-Verhalten, Patch-Verhalten und das Game an sich halt einfach nur still steht. So, ich finde, das ist total ätzend. Also ist ja gut, dass sie viel Fokus auf dem Update legen und sowas alles. Aber Mensch, ist es denn so schwer, trotzdem 1, 2 Verbesserungen, Fehler aus dem Spiel zu nehmen, Verbesserungen reinzubringen. Vielleicht am Classen Balancing immer mal 1, 2 Ticks zu machen, alle 2 Wochen oder sowas. Das noch nicht zu viel verlangt sein. Das ist ja, weiß nicht. Sie müssen sich ja nichts aus der Nase ziehen. So die Verbesserungsvorschläge, kleinere und Bugs, das steht ja alles im Discord in den Forum drin. Können sie da nicht einfach 1, 2 Ticks machen alle 2 Wochen und dann den Rest sich einfach aufs große Update konzentrieren? Ein Dungeon ist zu wenig DBH, ich will mindestens 10 Dungeon. Cool. Also ein Dungeon weiß nicht. Kommt drauf an. Ein Dungeon mit The Wilds wird wahrscheinlich für die Lusaka Crystal Waffen sein. Und theoretisch könnte noch ein Dungeon eine Rolle spielen für Schmuckset. Kann aber auch sein, dass es halt in den Dungeon mit drin ist. Also ich persönlich muss jetzt nicht so viele Dungeon haben. Ich finde, mit den Dungeon, mit dem Nightmare-System, hast du ja eigentlich sehr viel zu tun, weil du brauchst ja für die neuen
Für die neuen Waffen brauchst du ja auch wieder A-Karten. So, ne? Ich weiß nicht, haben die allermeisten Spieler mittlerweile schon A-Karten? Glaube nicht. Also hast du theoretisch mit den Dungeons immer noch mehr als genug zu tun. Oder? Ich will keine Werbung machen, aber kann dir meine Streams mehr empfehlen. Vote Maga for President. Zaga Crystal war Master of the Wilds. Ja. Ist nur die Frage, werden sie hier Luzaka und Luzaka Crystal einführen? Aber theoretisch solltest du ja mit Master-System hier keinen Benefit haben. So gehe ich auch nicht davon aus, dass es 2 verschiedene Wilds geben wird, sondern halt einfach nur ein Wilds. So, jetzt keins extra für einen Hero oder sowas. Also. Ja. Und der normale Luzaka-Skin war halt auch, aber einfach widerlich. Also dann bitte lieber Luzaka Crystal, die sahen wenigstens cool aus. Weil die Axt sah. Axt, Nacke, Jojo, die waren schon ganz cool. Also gerade die Äxte fand ich mega nice vom Design. Mega sexy. So sexy. Zakanax, aber nicht Crystal, das war die Meta. Der hat das TR gegeben, ne, glaube ich. Es könnten auch Erweckungen kommen. Ja, würde ich jetzt auch sagen, dass es definitiv möglich wäre, dass irgendeine Art von Erweckung für die Rüstung mit reingebracht wird. Würde ich mir gut vorstellen. Ich weiß nicht, wie viel der Sneak Peek jetzt vom großen und ganzen Update und schon was verraten hat oder eigentlich noch viel mehr dazu kommt. I don't know. Aber Erweckung halte ich auch für möglich, dass das System reinkommt. Ist ja nur die Frage, wie sieht's aus, ne? Also ich glaube, Copy-Paste von PC vielleicht werden sie nicht machen, weil es bringt so ein Unbalancing rein und wäre so OP, dass es halt jeglichen Content auch automatisch zerstören würde. Wenn du jetzt, sag ich mal, einfach 3 Line-Erweckungen hast, exakt wie vielleicht PC, dann wäre so eine Geschichte wie Nightmare Dungeon Runs und so, das wäre ja ein Witz. Das wäre ja auch Witz. Also wenn, dann müssten sie sowieso gucken, wie sie das ganze Thema gestalten. Und dazu hatte ich ja auch schon ein Video gemacht oder meine Ideen, wie ich es persönlich machen würde und dann auch ich jetzt, sag ich mal, das nicht schlecht finden würde, wenn wir da so eine Individualisierungsmöglichkeit hätten. Und es wäre sogar zum Farmen von Set-Teilen und sowas eine coole Sache, wenn du einen Lucky Drop hast mit einer hohen Erweckung. Weil jetzt hast du natürlich das Problem, du bekommst ein Set-Teil in Astria vom höchsten, besten Set, wenn man jetzt FWC weglässt. Ja, aber es ist halt zu 99% der Fälle ist das einfach nichts wert. So, ne? Ich denke, es kommt eine Line-Erweckung. Bei 3 Line wäre zu P. Yeah, that's true. Erweckung nur auf Effekt-Set-Teilen möglich, fertig. Ja, beziehungsweise ich würde es halt so eingrenzen, weil dann bräuchtest du darauf gar nicht gehen. Ich würde einfach, dass umso höher dein Z-Teil vom Level ist, Level Requirement, umso höher wäre die potenzielle Erweckung. Das heißt, du kannst also einfach nicht einen Vagranten-Set machen als Blade und damit levelst du bis Max-Level. So, und machst ja aber deine OP-Erweckung da drauf und da wächst einfach nur Vagi-Teile und schmeißt sie auf den Markt. Dann da würdest du was bekommen, als Beispiel Stat-Erweckung von 1 bis 15 Levelbereich würdest du einfach nur Erweckung bekommen von 1 bis 3 Stats. So, entweder Dex plus 1 und plus 3 wäre Maximum Erweckung. Und umso höher die Set-Teile werden, umso höher ist die potenzielle Erweckung, dass du einfach bei 150er Equipment bist du dann bei, sag ich mal, 20 oder sowas, dass du halt plus 20 Dex bekommen könntest, plus 20 STR, plus 20 STA. Da muss man noch gucken, wie man mit Werten umgeht, die Prozente sind. Also Crit-Schaden zum Beispiel ist eine Erweckung, die ich nicht in den Erweckungspool mit reinmachen würde, weil Prozente skalieren sich irgendwann in so unendliche rein, früher oder später. Ist schon bei Waffeneffekten ist das schon kritisch, die überhaupt da drin zu haben. Weil du musst ja automatisch mit neuen Content immer höher gehen mit deinen Prozente und das skaliert irgendwann halt einfach. Du bist halt bei so Zahlen wie bei Flive PC mit 2 Millionen, 3 Millionen pro Schlag. Bevor wieder die alle Vagi-Parts rumlaufen. Nee, also wie gesagt, ich würde es einfach so machen, dass ich würde es einfach auf Level
Bereich, wo du das Equipment anziehen musst. Darauf würde ich es halt eher dann machen. Weil ich sag mal, du läufst ja mit Level 140 sowieso nicht mit NPC-Equipment rum. So, und da würde ich einfach, egal ob Set-Effekt oder nicht, die Erweckung möglich ist, würde ich einfach sagen, je höher das Set vom Level ist, umso höher sind die möglichen Erweckungen. Zumal würde ich es halt dann auch noch cappen, dass du händisch, egal ob über Care-Shop, wie auch immer man das eingliedert, dann, dass du nachträglich über Erweckungsrollen nie 100% starke Erweckungen bekommen kannst, sondern 100% starke Erweckungen kannst du nur droppen. So dass es halt immer noch ein Anreiz ist zu grinden, zu leveln, weil du könntest ja ein Set-Teil mit einer sehr, sehr hohen Erweckung bekommen. Und das dann auf dem Markt verkaufen für viel Geld an die Rich Kids, die sich das dann leisten können. Oder das natürlich im Idealfall, falls du es droppst, selbst benutzen. Weil wenn du natürlich das sonst mit Cash Shop verbindest, dass du das Höchste erwecken kannst, dann würden die Rich Kids sowieso nur sich das Höchste gleich sofort erwecken. Und so werden halt bestimmte Bosse, könntest du halt dann immer noch hunten und farmen. Selbst wenn du die Waffe schon hast oder sowas, aber das könnte ja noch mit einer besseren Erweckung kommen, mit der höchstmöglichen Erweckung und sowas alles. Zum Beispiel irgendwelche Gowns mit Attack plus 150, so. Obwohl das Höchste, was du erwecken könntest... falsche Taste. Das Höchste, was du erwecken könntest, händisch wären 120, so, ne? Da hättest du halt immer noch einen Anreiz, irgendwas zu farmen, zu leveln, zu grinden, weil du könntest es ja droppen. Ich finde, das wäre so eine... Für mich persönlich eigentlich ganz coole Idee, wie man das Erweckungssystem machen könnte.